es ist alles in Ordnung und das möchte ich auch einmal vorneweg sagen, dass es ein völlig wertfreier, urteilsfreier, offener Raum ist, in dem jeder und jede so sein darf, wie er und sie möchte. Und ich bin grundsätzlich offen für jegliche Form von Diskussion und möchte Menschen die Möglichkeit geben, sich zu äußern, mit mir zu sprechen über Dinge, die sie beschäftigen, über Dinge, die dieser Person geholfen haben, ihr Leben zu verbessern oder bestimmte Dinge zu vereinfachen oder eben einen sehr außergewöhnlichen Weg auch gefunden haben, in die Entspannung zu kommen, durch vielleicht ein total verrücktes Hobby oder irgendeine Sache, die man nicht gedacht hätte, dass sie zu Entspannung führen kann. Aber genau darauf möchte ich nämlich auch raus. Diese unendliche Vielfalt, die wir auf der Welt haben, egal ob es eine Vielfalt an Menschen ist, eine Vielfalt an Möglichkeiten, Hobbys und Dingen, die wir tun und lassen können, eine unendliche Form des Austauschs und der Möglichkeit zu wachsen und gemeinsam zu wachsen durch Support und durch gegenseitiges Upliften und durch Respekt und durch Inspiration. Ja, bevor das untergeht, vielleicht noch ein bisschen was zu mir und meiner Person. Mein Name ist Madeleine, aber du kannst mich gerne Mad oder Maddie nennen. Das hat sich definitiv durchgesetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich bin vor kurzem 30 geworden. Normalerweise mache ich mir nicht so viel aus Alter, aber diese 30 hat doch irgendwie echt einiges mit mir gemacht und nochmal so ein paar Anstöße gegeben, in andere Richtungen zu denken. Und deswegen erwähne ich das jetzt, weil vielleicht bist du ja auch gerade an so einem Punkt und verstehst, was ich meine mit eigentlich mache ich mir nichts draus, aber irgendwie hat es mich doch gehittet dieses Mal. Ja, und ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich, der zwar auch sehr viel mit Kreativität, aber sehr wenig mit Sprechen zu tun hat. Ich bin studierte Kommunikationsdesignerin und ausgebildete Grafikerin bzw. Grafikdesignerin und habe auch die letzten, mittlerweile auch schon über 10 Jahre in diesem Beruf gearbeitet und arbeite auch immer noch in diesem Beruf. Und ich mache das wirklich, wirklich gerne. Ich liebe Design und Ästhetik und Typografie. Ich habe früher auch sehr viel selber Typografien entworfen. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Kunst, Illustration, Animation, Kurzfilmen jeglicher Art und alles, was irgendwie mit kreativem Schaffen zu tun hat, ist bis auf Fotografieren. Das weiß ich nicht, warum, es catcht mich bis heute einfach nicht so. Aber ansonsten mache ich wirklich alles gerne, was irgendwie damit zu tun hat, Dinge zu kreieren. Sei es Töpfern, sei es Brotbacken, Kochen, Musik hören. Ich würde auch eines schönen Tages gerne Musik machen, aber da habe ich bisher noch nicht so den Zugang gefunden. Das genieße ich aktuell einfach nur sehr, sehr krass, wenn andere Leute für mich Musik machen. Ich lese gerne, ich mache gerne Dinge mit den Händen, also im Garten arbeiten, wie ich schon gesagt habe, töpfern, malen, auch großmalen auf Leinwänden, auf Wände und Kunst bzw. Design spielen in meinem Leben schon immer eine sehr, sehr große Rolle. Ich liebe auch alles, was mit Ästhetik zu tun hat im Sinne von Interior Design. Ich gehe super gerne in Museen. Ich habe eine Schwäche für Antiquitäten jeglicher Art, für Designklassiker aus den letzten 150 Jahren. Ähm, genau, und das nimmt schon einen sehr großen Teil meines Lebens ein, hat es auch immer. Und ich übe meinen Beruf, den ich gelernt habe, bis heute sehr, sehr gerne aus. Aber, und genau das ist der Punkt, der mich einfach auch so ein bisschen auf den Weg gebracht hat, auf dem ich jetzt bin, ich vermisse es sehr, sehr, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und als ich noch in Agenturen gearbeitet hatte und regelmäßig vor Ort im Büro war, war das alles schön und gut. Ich hatte Kollegen und Kunden, mit denen ich regelmäßig Kontakt hatte. Und ja, dann kam vor 4 Jahren die Pandemie. Ich bin immer mehr zu Hause gewesen mit dem Arbeiten, hatte zwar noch einen Nebenjob im Service, um mir diesen Ausgleich zu holen. Allerdings sind wir, mein Freund und ich, jetzt seit 2 Jahren, über 2 Jahren auf Reisen. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit zu zweit und natürlich arbeiten wir immer noch mit Kunden und ich habe auch viele Gespräche mit Kunden, aber es findet alles über den
Bildschirm statt. Und es ist meistens sehr wenig Kontakt im Sinne von, ich unterstütze Menschen und supporte sie so wirklich, also so richtig, wie ich das gerne hätte. Und ich habe gemerkt, dass mir das sehr, sehr doll gefehlt hat. Und als ich angefangen habe vor einigen Jahren, mich mit dem ganzen Thema, ich sag jetzt mal grob Persönlichkeitsentwicklung zu befassen und ich gemerkt habe, ey, das finde ich richtig cool und es macht mir selber auch sehr, sehr Spaß, mich weiterzuentwickeln und mich zu verstehen und dadurch auch andere Menschen sehr viel besser zu verstehen, Empathie und Mitgefühl zu stärken, auszubauen. Und ja, mein Thema hat sich einfach dann über die Jahre ein bisschen rauskristallisiert und letztendlich bin ich jetzt bei Entspannung und Achtsamkeit gelandet, weil das bis heute mit meine eigenen größten Themen sind. Ich bei weitem davon entfernt bin, irgendwas geheilt zu haben, in Anführungszeichen. Ich hasse dieses Wort geheilt, weil wir sind nicht krank, sondern wir müssen nicht heilen, wir dürfen einfach so ein bisschen wieder zu uns zurückfinden. Und genau deswegen möchte ich dich mit auf meinen Weg nehmen und dich vielleicht inspirieren, dir den einen oder anderen Impuls geben oder dir einfach ein gutes Gefühl zu geben, wenn du das angehört hast und merkst, ey, mir geht es einfach ganz genauso. Ich bin mit dem, was ich fühle oder wie es mir gerade geht, nicht alleine. Es gibt mindestens eine Person, nämlich mich, die zumindest einen Teil davon versteht oder nachfühlen kann, wie es dir vielleicht gerade geht. Und deshalb kam irgendwann der Gedanke, dass ich neben der Grafik oder zusätzlich zur Grafik ganz unbedingt was machen möchte, womit ich Menschen wirklich unterstützen kann und ihnen ein wirklich gutes Gefühl geben kann. So entstand diese Idee, die jetzt sehr, sehr lange in mir gereift hat und vor der ich mich jetzt sehr lange gedrückt habe, diese Idee auszusprechen, mehr darüber nachzudenken, sie überhaupt mit der Welt zu teilen, wie ich das jetzt tue. Wie ich vorhin schon kurz angesprochen habe, sind wir seit guten 2 Jahren in der Welt unterwegs. Da werde ich bestimmt mal in einer Extra-Folge darauf eingehen, vielleicht sogar mit dem Simon gemeinsam, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, wie das alles dazu kam, wie wir gestartet sind, wohin es uns überall verschlagen hat und so weiter und so fort. Aber ich kann nur sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem ganzen Leben jemals getroffen habe. Wenn ich etwas bereue, wenn man das so sagen möchte, dann, dass ich nicht früher losgegangen bin. Aber ich bin einfach sehr fest davon überzeugt, dass Dinge immer dann passieren, wann sie passieren sollen und wie sie passieren sollen. Und dementsprechend bereue ich gar nichts, sondern ich bin jeden Tag froh. Jetzt sind gerade 2 Papageien über mir weggeflogen. Bin jeden Tag froh, aufzuwachen und zu merken, ey, du hast das wirklich gemacht, du bist wirklich losgegangen und jetzt kannst du hochgehen, in deine Hängematte liegen und dort den Tag starten mit einem Käffchen, den Sonnenaufgang anschauen und dich dann an den Laptop setzen, um zu arbeiten. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich freue mich sehr darüber, dass ich so mutig war, die Entscheidung getroffen zu haben, das auch zu tun. Und ja, es sind natürlich immer wieder Herausforderungen dabei gewesen und es sind auch nach wie vor Herausforderungen dabei. Aber da kommen wir auch wieder zurück zum Thema und können vielleicht den Kreis für die erste Folge an dieser Stelle auch schließen. Mit Achtsamkeit und Entspannung, die in den Alltag integriert wird, kann schon sehr viel begegnet werden. Und das ist was ich merken durfte und lernen durfte, vor allem durch dieses Reisen, dass Entspannung und gelöste Anspannung und gelöste Verspannung ein so tiefes Gefühl von Ruhe und Frieden in mir zurückgelassen haben, dass ich das Bedürfnis habe, das mit der Welt zu teilen, weil wir einfach so gestresst sind den ganzen Tag und oftmals, und ich sage jetzt mal in der westlichen Welt, ich möchte da gar nicht die ganze Welt mit reinnehmen, weil ich habe in den letzten 2 Jahren auch gemerkt, es gibt Orte auf der Welt, da ticken die Uhren ganz anders und vor allem sehr viel langsamer.
Aber so wie wir aufgewachsen sind und sozialisiert und erzogen wurden, merken wir oftmals schon gar nicht mehr, in was für einem Hamsterrad wir drin sind. Und ich meine Hamsterrad jetzt auch gar nicht negativ, sondern wir sind alle da auf der Welt, um zu arbeiten. Und natürlich nicht nur um zu arbeiten, aber es wird uns vermittelt, als ob wir nur da wären, um zu arbeiten. Und wir strampeln und strampeln und strampeln und hängen so oft so krass in diesen Routinen und Alltag und Hamsterrädern drin, dass wir gar nicht merken, wie verspannt und angespannt wir sind. Und es gibt doch sehr viele kleine Kniffe und Hilfsmittel, um recht schnell und auch langfristig in einen entspannten Zustand zu kommen, sowohl körperlich als auch mental und emotional. Und natürlich ist es kein Ding von, ich mache dreimal was und dann hat sich das erledigt, sondern es ist ein Prozess und eine Umstellung der Lebensumstände. Aber das muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Und so wie ich das erfahren durfte, ist es nichts Schlechtes, sondern es ist was Wunderschönes, was einem ganz, ganz, ganz viele neue Möglichkeiten eröffnet und auch einen anderen Blick aufs Leben gewährt. Und ja, genau diese Dinge möchte ich zukünftig gerne teilen. Sowohl alleine als auch mit Menschen, die ich mir einlade, um mit ihnen über bestimmte Themen oder Dinge zu sprechen. Und ich freue mich riesig auf diese Reise, auf den Prozess, auf den Weg, auf die Menschen, die mir schon begegnet sind, die mir wieder begegnen oder die mir ganz neu begegnen. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Jahr und alles, was passieren wird. Und jetzt freue ich mich gerade erstmal riesig, dass ich es geschafft habe, diese erste Folge aufzunehmen und mich damit auch ganz gut fühle und gar nicht so komisch, wie ich dachte, dass es wird. Werde jetzt an dieser Stelle einen Punkt machen. Ich wünsche dir, wo auch immer du gerade bist, einen wunderschönen restlichen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Wir hören uns ganz bald wieder. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen hast, melde dich bei mir über Instagram oder schreib mir eine Mail. Ich werde alles in die Shownotes packen. Wow, dass ich jemals diesen Satz sagen werde. Verrückt. Ich werde alles in die Shownotes packen, wenn du in irgendeiner Form Kontakt zu mir aufnehmen möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir was. Bleib gesund und bleib entspannt und wir hören uns ganz bald.